Schauen wir doch mal auf neue Zahlen. Wie steht die AfD nun 6,5 Wochen vor den Bundestagswahlen da? Und das weiß Ellen nie, denn die hat die Zahlen im aktuellen Deutschland-Trend. Hallo Ellen, wie viel Zustimmung erhält die AfD da aktuell? Ja, wir fragen ja regelmäßig jetzt gerade mit Blick auf die Bundestagswahl die aktuelle politische Stimmung ab. Und deshalb schauen wir als erstes jetzt auf die Sonntagsfrage. Wenn schon am Sonntag Bundestagswahl wäre, sähe das Bild so aus. Die SPD wäre bei 15%, ein Punkt im Vergleich zu Mitte Dezember, als wir diese Frage zuletzt gestellt hatten. Die Union aktuell bei 31%, minus 2 Punkte, aber immer noch klar stärkste Kraft. Die Grünen sind stabil bei 14%. Die FDP kann sich um einen Punkt verbessern, aktuell bei 4%. Die AfD verbessert sich auch um einen Punkt, aktuell 20%. Die Linkspartei bei 4% plus 1. Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist stabil bei 5% und die anderen Parteien kommen insgesamt auf 7%. Also da sind einige Bewegungen drin, keine deutlichen, aber was festzuhalten ist, seit rund 3 Jahren ist die Union stärkste Kraft bei uns in der Sonntagsfrage. Das Kernthema der AfD ist seit vielen Jahren die Migration. Welche Rolle spielt das für die Menschen in diesem Wahlkampf? Ja, auch das fragen wir jetzt natürlich mit Blick auf die vorgezogene Bundestagswahl ab. Haben wir im Dezember getan, haben wir jetzt aber auch aktuell noch mal getan. Schauen wir auf diese wichtigsten Probleme, das erste und der zweite, das konnte man also zusammen addieren. Schauen wir auf diese wichtigsten Probleme, die jetzt aus Sicht der Deutschen gelöst werden müssen. Zuwanderung und Flucht mit 37% der Nennungen, diesmal an Platz 1, plus 14 Punkte im Vergleich zu Anfang Februar. Das Thema Wirtschaft kommt ganz knapp dahinter mit 34% der Nennungen, minus 11 Punkte. Hier hat sich eine Themenverschiebung ergeben, denn Anfang Dezember war ganz klar das Thema Wirtschaft das Wichtigste. Unter anderem könnte in diesem Zusammenhang natürlich eine Rolle spielen das Attentat in Magdeburg. Da ist ja unglücklicherweise auf dem Weihnachtsmarkt ein Mann aus Saudi-Arabien, der seit 2006 schon in Deutschland lebte, hat diesen Anschlag verübt. Fast sechs Menschen sind gestorben, fast 300 sind verletzt worden. Und die Behörden rätseln immer noch über das Motiv, aber der Ton in der Migrationspolitik, der hat sich dadurch entscheidend verschärft. Und das hat möglicherweise auch zu dieser Themenverschiebung hier beigetragen. Schauen wir auf die anderen Themen, die es noch gibt. An Platz 3 Frieden und Außenpolitik, 14% der Nennungen, minus 4 Punkte. Umwelt und Klima, das Thema aus dem Bundestagswahlkampf 2021, 13% plus 1 und soziale Ungerechtigkeit mit 11% der Nennungen unverändert im Vergleich zum Vormonat. Wichtig ist, die Themen Wirtschaft und Migration sind beides Themen, bei denen der CDU, CSU sehr große Parteienkompetenz zugemessen wird, aber beim Thema Migration eben auch der AfD. Noch eine große Frage in diesen Wochen und Monaten. Wie ist es bestellt um den Zusammenhalt in Deutschland zum Start in dieses Wahljahr 2025? Ja, auch das wollten wir zu Beginn dieses Jahres wissen. Und die gute Nachricht vorab, also der Zusammenhalt in der Familie oder im Freundeskreis, der wird von einer überwältigenden Mehrheit als gut bezeichnet. Also da stimmt offenbar noch alles. Wir haben aber auch noch andere Orte abgefragt. Schauen wir einmal drauf, nämlich den Arbeitsplatz. An dem verbringen wir ja auch sehr viel Zeit. 86% der Befragten sagen aber aktuell, da ist ein gutes Miteinander am Arbeitsplatz. Nur 10% finden das schlecht. In meiner Gemeinde oder in meiner Stadt, wo ich lebe, auch noch 74% der Befragten sagen, das ist ein gutes Miteinander. 20% sagen, das ist eher schlecht. Aber jetzt der interessante Wert, das öffentliche Miteinander, zum Beispiel im Supermarkt, im Straßenverkehr, ein gespaltenes Bild. 48% finden das Miteinander gut, 47% finden es schlecht. Wir alle haben es schon mal erlebt, die Stimmung ist irgendwie gereizt und wir haben versucht, uns dem auch anzunähern, woran könnte das denn liegen? Und wir haben vor allem danach gefragt, wie positioniere ich mich denn persönlich in der Gesellschaft? Wie fühle ich mich hier gesehen? Schauen wir auf diese Wertschätzung, die jeder Einzelne bei uns in der Gesellschaft erfährt. Ich fühle mich im Vergleich zu anderen in unserer Gesellschaft eher bevorzugt, sagen 14% aktuell. Das ist ein Punkt weniger im Vergleich zu April 2018, als wir diese Frage zuletzt gestellt hatten. 56%, also mehr als jeder Zweite, fühlt sich angemessen behandelt. Aber auch das sind 10 Punkte weniger im Vergleich zu vor knapp 7 Jahren. Und das ist der Wert, den ich sehr interessant finde. 64
24% sagen aktuell, ich fühle mich eher benachteiligt, plus 8 Punkte im Vergleich zum Frühjahr 2018. Und vielleicht ist es dieses Gefühl der Benachteiligung innerhalb der Gesellschaft, dass man sich eben nicht unbedingt so gesehen fühlt, wie es angemessen wäre, was auch zu einer Belastung des Miteinanders führt. So jedenfalls unsere Interpretation hier. Alle weiteren Zahlen und Analysen zu diesem Deutschland-Trend finden Sie wie immer im Netz unter tagesschau.de. Herzlichen Dank, Ellen. Dankeschön.